Ich liebe Tristan. Er ist ein ganz fantastischer Mann. Rebecca ist eine fantastische Frau. Ich versuche die perfekte Hochzeitstorte für uns zu finden und kann mich einfach nicht entscheiden. Wir nehmen die. Mit dir an meiner Seite, da kann ich mich ja gar nicht falsch entscheiden. Ich fahre ins Krankenhaus und stimme der OP zu. Jetzt sofort. Ich bin Timos einzige Chance. Glaubst du, du könntest noch mal vorbeikommen? Ich würde dich gern sehen vor der Operation. Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich von... Sebastian? Sebastian? Sebastian, bist du noch dran? Was ist denn da los? Jetzt sag was! Sebastian, kannst du mich hören? Jetzt sag doch was! Sebastian? Die Zeit ist um. Sebastian? Jetzt hören Sie mal, mein Mann, der war gerade plötzlich weg. Ja, ich weiß, wie das ist. Nein, Sie verstehen das nicht. Ihm muss was zugestoßen sein. Der Freigang ist für heute beendet. Ich muss Hilfe holen. Ich brauche das Der Telefon Freigang nochmal. ist für heute beendet. Du hast was? Du tust ja nichts. Freiwillig war Sebastian von Lahnstein zu dieser Spende nicht bereit. Aber deshalb kannst du ihn doch nicht einfach entführen. Ich will das Leben meines Enkels retten. Das solltest du doch am besten verstehen. Wenn du Timo liebst, warum rückst du da nicht einfach diese verdammten Überwachungsaufnahmen raus? Weil es diese verdammten Überwachungsaufnahmen gar nicht gibt. So gut solltest du mich kennen. Ich würde Timos Leben niemals aufs Spiel setzen. So sehr, wie du Tanja hast. Sie hat Sonja Jäger wirklich die Treppe runtergestoßen. Und damit es keine Beweise gibt, hat sie die Aufnahmen vernichtet. Die zerstörte Festplatte hat die Polizei bei ihr entdeckt. Ich musste Sebastian von Lahnstein entführen, damit wir Timo retten können. Timo braucht eine neue Leber. Selbst wenn du Sebastian von Lahnstein in deiner Gewalt hast, du kannst ihn nicht zu einer Spende zwingen. Das ist Wahnsinn. Also es ist absoluter Wahnsinn. Kein Chirurg dieser Welt wird sich auf diesen Irrsinn ein... Das ist nicht dein Ernst, oder? Graf Radstand. Sie sollten einen Schirm mitnehmen. Nur zur Sicherheit. Sicherheit, gibt es die? Nun ja, die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute immerhin bei 77%. Wussten Sie, dass statistisch gesehen das Risiko einer Lebensspende genauso groß ist wie das einer Blinddarmoperation oder eines Kaiserschnitts? Ach, also es ist relativ klein? Das wusste ich gar nicht. Justus, sagen Sie dem Fahrer Bescheid, ich brauche ihn. Nein, danke. Du machst dir also Gedanken über das Risiko einer Lebendtransplantation? Im Moment sieht es nicht so aus, als ob es so weit käme. Da bist du aber schlecht informiert. Sebastian ist bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Bitte? Und was ist mit den Beweisen für Tanjas Unschuld? Sobald Clarissas Enkel operiert wurde, interessiert sie sich doch einen Dreck für Sebastian. Wenn er länger gewartet hätte, wäre es vielleicht zu spät gewesen. Zu spät? Für wen denn? Es wundert mich nicht, dass es dir egal ist, ob der Junge stirbt. Aber Sebastian ist Gott sei Dank anders. Du hast ja so ein großes Herz. Ich hoffe, da ist auch genug Platz für deine Enkelin. Denn die wird jetzt ohne ihre Mutter aufwachsen müssen. Wie mein Sohn übrigens auch. Wenn Tanja unschuldig ist, wird es auch bewiesen werden. Na klar. Weil die Beweise irgendwann vom Himmel regnen. Oder vielleicht bringt sie auch der Weihnachtsmann. Entschuldigst mich. Weißt du eigentlich, was du da von mir verlangst? Nichts, was du nicht jeden Tag ohnehin tust. Ja, aber meine Patienten wissen, worauf sie sich einlassen und unterschreiben normalerweise eine Einverständniserklärung vorher. Ja, aber sie setzen ihre Organe nicht als Druckmittel ein. Das rechtfertigt noch lange keine Entführung. Stimmt ja, jetzt hab dich doch nicht so. Sebastian wollte Timo ohnehin helfen. Ich habe eben noch ein bisschen nachgeholfen. Du bist verrückt, Clarissa. Wir haben nicht ewig Zeit.
Ich habe einen Ort aufgetan, wo er operiert werden kann. Ein Anästhesist steht auch schon bereit. Es ist alles vorbereitet. Du musst nur noch... Hörst du dir eigentlich zu, wenn du redest? Dein Plan ist komplett wahnsinnig. Ich werde mit Sicherheit niemandem gegen seinen Willen ein Stück von seiner Leber entfernen. Timos Leber hat versagt, weil du bei der Operation gepfuscht hast. Du bist schuld an seinem Zustand. Du weißt, wie sehr ich diesen Fehler bereue. Und ich würde mein Leben geben, um ihn zu retten. Ja, das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Aber du kannst deinen Fehler wieder gut machen. Wenn Timo stirbt, dann hast du ihn auf dem Gewissen. Mann, dieses Mistding auch noch leer. Wo bleibt denn nur Ricardo? Timo geht es bestimmt gleich wieder besser. Wahrscheinlich muss er sich nur noch ein bisschen ausruhen. Ein bisschen ausruhen? Es ist ja nicht so, als ob er von einem Marathon kommt. Dem geht's richtig scheiße. Ich weiß, dass uns die Zeit davonläuft. Aber selbst wenn ich mich auf diese Operation einlasse... Timo liegt im Krankenhaus. Ich kann da nicht einfach mit einem eisgekühlten Leberlappen in einer Kühlbox reinmarschieren, ohne den Spender nachweisen zu können. Ach, billige Ausreden. Es gibt immer Wege. Ja, im Notfall über Leichen. Mailbox. Leonie, du hast schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Haben wir nicht doch noch da hinten? Ich habe keinen Hunger. Diese Warterei macht mich vollkommen wahnsinnig. Ricardo kommt bestimmt gleich mit guten Nachrichten. Willst du Sebastian jetzt operieren oder nicht? Timo kann nicht ewig warten. Nein, nicht gegen seinen Willen. Es ist unsere einzige Chance. Willst du, dass Timo stirbt? Vielleicht gibt's da hinten ja noch ein bisschen Kaffee. Mit Milch und Zucker, richtig? Ricardo, geh bitte ran. Leonie. Schau, was ich mitgebracht habe. Ich habe dran gedacht. Schön, Opa. Was ist mit Timo? Ihm geht's immer schlechter. Der Spender, von dem Ricardo geredet hat, der meldet sich nicht. Ich habe so Angst, dass ich ihn verliere, Opa. Wow. Eine Kutsche? Ja, mit 4 weißen Pferden. Wolltest du die Hochzeit nicht ein bisschen kleiner halten? Naja, ich hab's mir eben anders überlegt. Meine Fans erwarten eine Traumhochzeit und ich werde sie auf gar keinen Fall enttäuschen. Klar. Endlich wieder glücklich. Der Star aus dem erfolgreichen Musical Lily Rose hat endlich ihren Traumprinzen gefunden. Man munkelt, dass schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Wie haben die denn da so schnell wieder Wind von bekommen? Du hast es ihnen selber gesteckt, klar. Naja, nach diesen ganzen negativen Schlagzeilen der letzten Monate, da dachte ich eben, es ist längst wieder mal Zeit für was Positives. Du, was meinst du denn? Also wegen der Hochzeit? Klassisches Quartett? Eine Band? Oder nur ein DJ? Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden. Ja, das scheint ja dein Hauptproblem zu sein. Christian, ich habe mich entschieden. Und zwar für Tristan. Marlene, bleib locker. Ich habe eigentlich nur die Hochzeitstorte gemeint. Kannst du dich doch auch nicht entscheiden, oder? Zieh jetzt aber bloß keine falschen Schlüsse daraus, dass ich dich missverstanden habe. Das würde ich nie tun. Ja, ich mag Rebecca. Und ja, wir hatten eine fantastische Nacht zusammen. Aber ich kann mir mit ihr einfach keine Zukunft vorstellen. Ja, und deshalb heiratest du ja jetzt auch Tristan. Nein, ich heirate Tristan, weil er der Richtige ist. Und was ist mit den Gefühlen zu Rebecca? Kannst du die einfach abstellen? Nein. Weißt du, ich hoffe einfach, dass wir es hinkriegen irgendwann wieder. Ah, hallo, Herr Wolf. Hallo. Papa, hi. Du kommst ja genau richtig. Was meinst du denn? Klassisches Quartett, Rockband, DJ? Also für die Hochzeit? Weiß ich jetzt nicht. Es ist noch so wahnsinnig viel zu tun und die Liste wird von Tag zu Tag länger, aber erstmal muss ich jetzt sowieso zum Shooting. Oder wolltest du zu mir? Ja, Mama und ich, wir wollten was essen. Und da wollten wir dich fragen, ob du Lust hast, mitzuessen. Ach so, du, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, aber lasst euch von Josie auf jeden Fall einen tollen Tisch geben und vielleicht sehen wir uns später. Tschüss.
Ricardo, endlich. Hast du den Spender erreicht und mit ihm gesprochen? Das ist nicht so einfach. Was ist denn daran nicht einfach? Es geht um Leben und Tod, ganz einfach. Oder lass mich mit ihm reden. Leonie, du musst dich gedulden. Ricardo. Dieser Spender ist Timos einzige Chance. Er muss es tun. Kim? Hi. Sag mal, dieser Freund von dir, dieser Timo, wurde der schon operiert? Seit wann interessierst du dich für Timo? Ich dachte, weil er ein Freund ist von dir. Dieser bescheuerte Spender hat sich immer noch nicht gemeldet. Das ist ja merkwürdig. Ich dachte... Ja, was ist das nur für ein Mensch? Erst uns allen Hoffnung machen und jetzt... Oh. Sag mal, du hast doch so viele Kontakte. Kannst du nicht irgendwas machen? Klar, ich werde mal sehen, was ich machen kann. Ich hab dich gar nicht kommen gehört. Warst doch ziemlich weit weg in deinen Gedanken. Ich räume das noch schnell weg und dann können wir los. Also verrätst du mir gleich, was passiert ist, oder soll ich die ganze Mittagspause bohren? Ich war eben kurz bei Marlene. Ich wollte sie sprechen. Sie hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Musik sie für ihr Fest nehmen soll. Sie hat ein bisschen verwirrten Eindruck gemacht auf mich. Wie, weil sie sich nicht für eine Musikrichtung entscheiden kann? Gefühlsmäßig verwirrt. Wie meinst du das? Glaubst du, dass Tristan die richtige Entscheidung für sie ist? Ach, was soll denn diese Frage? Natürlich. Oder wird das jetzt der zweite Schwiegersohn, mit dem du nicht einverstanden bist? Um mich geht es dabei gar nicht. Also willst du mir nicht endlich sagen, was mit dir los ist? Ich glaube, Marlene mag Frauen. Ja, ich mag auch Frauen. Du weißt schon, wie ich das meine. Also, das ist jetzt ein Scherz, oder? Hey, Entschuldigung, ich habe total die Zeit übersehen. Das dauert sowieso noch, bis du in die Maske kannst. Ich stelle dir schon mal den Fotografen vor, er ist oben. Stopp. Wie oben? Ich dachte, das Shooting findet ganz woanders statt. Nein, hier im Studio. Gibt es ein Problem damit? Ich hab dir doch gesagt, das mit Rebecca und mir, das haben wir geklärt. Ein für alle Mal, es ist Geschichte. Die neuen Plakate für Lily Rose müssen so schnell wie möglich in den Druck. Wir können nicht einfach umdisponieren, nur weil meine kleine Schwester sich in dich verliebt hat. Ja, aber deshalb muss ich doch nicht vor ihr rumposieren. Wir sollten wirklich ein bisschen Rücksicht auf ihre Gefühle nehmen. Also erstens hat sie hier genug andere Sachen zu tun und zweitens, wenn sie sich das wirklich angucken will, dann fällt das wohl unter Konfrontationstherapie. Unter Freunden nennt man das auch unsensibel. Ich kann ihr mal ein paar ganz unsensible Zahlen vorrechnen. Die Kosten für den Fotografen, für den Beleuchter, Models. Tja, vielleicht haben wir ja Glück und sie ist gar nicht da. Bitte verzeih mir. Ja. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du faulst. Das ist wohl deine einzige Chance zu gewinnen. Es ist okay.
wenn du immer wegrennst. Weg, hast du nicht. Ich hab doch gesagt, du hast keine Chance, alter Mann. Von wegen, alter Mann, dir zeige ich's noch, ja? Irgendwann habe ich aufgehört, dran zu denken, dass du gar nicht mein Sohn bist. Du nicht daran denken wolltest. Das auch. Aber ich hab's einfach vergessen, weil es sich anders anfühlt. Du bist mein Papa. Du warst immer mein Sohn. Von der ersten Sekunde an. Das wirst du auch immer bleiben. Warte mal, das heißt, soll das bedeuten, du gibst Deutschland noch eine zweite Chance? Ich glaube, es ist Zeit für einen Neuanfang. Für uns beide. laughs are God in a hospital. No laughs are God in a war. No one's laughing at God when they've lost all they got and they don't know what for. No laughs are God on a day they realize that the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes. No one's laughing at God when they're saying their goodbye. Sebastian, verdammt nochmal, melde dich. Ich kann dich nicht erreichen. Guten Tag, Herr von Landstein, Ihre Post. Sebastian von Landstein, mein Cousin. Haben Sie ihn heute schon gesehen? Er hat mich heute Morgen telefonisch gebeten, seine ganzen Termine bis auf Weiteres abzusagen. Sehr merkwürdig. Hat er irgendeine Telefonnummer hinterlassen? Ich kriege ihn nicht auf seinem Handy. Tut mir leid. Ah. Sebastian, na endlich, wo warst du denn die ganze Zeit? Ansgar von Landstein, wer ist da? Sie haben das Telefon gefunden? Wo denn? Ja, ich weiß, wo das ist. Okay, gut, ja, ich bin auf dem Weg. Marlene, du musst ein bisschen mehr aus dir rauskommen. Wir müssen deine Eifersucht sehen. Tja, und was soll ich machen? Darf ich mal ganz kurz rüber, so, jetzt mal die Hand hier in die Hüfte rum, genau, so. Und jetzt Juliette, Blick zu Marlene. Ja, sehr gut. Und Marlene, jetzt stell dir einfach vor, ihr beide kämpft um die große Liebe und Juliette ist kurz davor, sie dir auszuspannen. Ja, sehr gut, Juliette. Und jetzt, Marlene, leg mal ein bisschen ein, so. Und jetzt über die Schulter, eifersüchtiger Blick. Andere Seite. Okay, wir machen eine kurze Umbaupause. In 2 Minuten geht's weiter. Für den Anfang gar nicht so schlecht. Du lügst, ohne rot zu werden. Ist ja miserabel. Was ist los? Keine Ahnung, ich kann mich irgendwie nicht in die Situation reinversetzen. Vielleicht, weil wir heiraten? Und du glaubst, bei mir hast du keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und du hast recht. Aber trotzdem musst du das spielen können. Ja, auf der Bühne kann ich's ja auch. Eben, und hier ist es genau das Gleiche. Ich hol dir was zu trinken. Hallo. Marlene und lesbisch. Also so ein Quatsch. Von klein auf hatte sie ihren Traum vom Prinzen. Der sollte auf einem weißen Pferd daherkommen und das wollte sie dann Dana schenken. Ich weiß doch, was ich gehört habe. Ja, aber so aus dem Zusammenhang gerissen bekommen manche Sätze eine völlig andere Bedeutung. Das habe ich mir erst auch eingeredet. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher wird das Ganze. Ja, aber was genau meinst du denn? Marlene hat in der letzten Zeit Übles erlebt. Was du meinst, sie könnte lesbisch geworden sein, weil sie vergewaltigt wurde? Was ist denn das für ein Unsinn? Sie hat ziemlich lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Wenn man das überhaupt je kann. Zumindest hat sie gelernt, damit zu leben. Und mit Tristan hat sie ihr großes Glück gefunden. Sonst würde sie ihn schließlich nicht heiraten wollen. Vielleicht redest du noch mal mit ihr. So von Frau zu Frau. Das muss ich nicht. Und wenn sie mit uns reden will, wird sie sicher kommen. Das heißt, wir sollen so weitermachen und tun so, als wäre alles in Ordnung? Ja, aber wahrscheinlich ist alles in Ordnung.
Thomas, Marlene ist erwachsen, sie weiß, was sie tut. Und Tristan ist ein wunderbarer Mann, der sie über alles liebt. Die beiden haben sich füreinander entschieden. Alles andere ist doch absurd. Bist du soweit? Ja. Juliette, wir können wieder. Ich beeile mich und dann bin ich ganz schnell wieder bei dir. Klingt ja vielversprechend. Und du weißt, ich verspreche nie zu viel. Okay, los geht's. Just put your skin, baby, on my skin. No shirt, no skirt, all your man is just no jeans. Take them off, wanna feel your skin. You a beast, oh, you know that I like it, baby. But baby, all I wanna see when is your skin. Oh, your skin. Oh, just I'm loving your skin. It's just no shirt, no skirt. All I'm in is just no jeans. Take them off, wanna feel your skin. You a beast, you know that I like that. Come here, baby, all I wanna see you when it's just skin. All I wanna see you when it's just skin. All I wanna see you when it's just skin. Oh, all I wanna see you in. All I wanna see you in your skin. Okay, danke, das war's. Dankeschön. Du warst absolut umwerfend. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, du warst wirklich eifersüchtig. Oh, Ansgar, endlich. 10 Minuten, ja? Sebastians Handy. Hat einen Fußgänger auf der Straße gefunden. Scheiße. Wo ist Sebastian? Also jedenfalls nicht im Krankenhaus. Aber er war auf dem Weg dorthin, als ich mit ihm telefoniert habe. Und dann ganz plötzlich... Plötzlich was? Es hat sich irgendwie so angehört, als wenn das Handy hingefallen wäre. Dann habe ich ein Auto gehört. Schnelle Schritte, dumpfes Geräusch, Autotür wieder zu und dann ist der Wagen weggefahren. Ja, bestätigt zumindest meine Vermutung. Glaubst du auch, dass er entführt wurde, ja. Clarissa. Sind Sie an der vereinbarten Stelle? Ich weiß, dass die Betäubung nicht mehr lange anhält. Der Narkosearzt ist anwesend, ja. Nein, der Chirurg. Es hat sich eine kleine Verzögerung ergeben. Auf Ihre Belehrung kann ich gerne verzichten. Ricardo. Bleibe dabei. Dein Plan ist absoluter Wahnsinn. Und ich werde danach zur Polizei gehen, mich stellen und uns beide anzeigen. Du machst es also. Wir sind auf dem Weg. Hi. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Mit dir auch, total. Rebecca hat mir auch schon einiges über dich erzählt. Ihr kennt euch also schon länger? Ja, aus New York. Hey, wie wär's mit Avocado-Thunfisch-Canapés? Kann ich sehr empfehlen. Gerne. Ich habe euch beim Shooting beobachtet und muss sagen, du warst grandios. Also ihr beide natürlich. Danke, lieb von dir. Und wenn du die Stadt noch nicht so gut kennst, ich kann dir gerne ein paar Clubs empfehlen. Und mich dahin begleiten? Wenn du willst, sehr gerne. Nett von dir, Kleiner, aber du würdest bestimmt ganz enttäuscht sein. Ich stehe nämlich nicht auf Männer. Und du stehst ja hoffentlich nur auf eine Frau. Er ist mit meiner kleinen Schwester verheiratet. Oh. Genau, also keine falschen Schlüsse. Ich muss... Bis später. Mhm. Von dir würde ich mir allerdings gern die Stadt zeigen lassen. Ich glaube, das kann Rebecca besser übernehmen. Tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Nein, hast du nicht. Überhaupt nicht. Erzählst du eigentlich jedem gleich, dass du... Dass ich lesbisch bin? Klar, warum nicht? Ja, du bist Model,
Hast du keine Angst, dass das deiner Karriere irgendwie schaden könnte? Heutzutage? Ach, Blödsinn. Und selbst wenn. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, wie ich mein Leben zu leben habe. Sonst müsste ich mich ja total verbiegen. Ey, das ist kein Job der Welt wert. Warum sollte sie das tun? Sebastian wollte sich ganz freiwillig operieren lassen, ohne Gegenleistung. Vielleicht wusste Clarissa nichts davon. Ja, und jetzt will sie ihn in irgendeinem spelunkigen Hinterzimmer operieren lassen, oder wie? Wer weiß. Wenn sie glaubt, dass sie damit das Leben ihres Enkels rettet, Die Alte ist wahnsinnig. Und das alles, weil sie die Überwachungsaufnahmen nicht rausrücken wollte. Tanja, sie hat ihr 10 Jahre Knast zu verdanken. Und da sammeln sich eine ganze Menge tendenziell negative Emotionen an. Ansgar, was ist, wenn Sebastian dabei drauf geht? Wir müssen die Polizei informieren. Er versucht der Polizei mal glaubhaft diese Geschichte zu vermitteln. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Hast du eine bessere Idee? Wenn er wenigstens ein blödes Telefon dabei hätte, dann könnte man das orten lassen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht hat er mein Handy dabei, das, was du mir reingeschmuggelt hast. Versuche es immerhin wert. Ich bin's. Ich müsste ein Telefon orten lassen. Wusstest du denn eigentlich, dass... Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, vielen Dank. dass Rebecca von Lahnstein lesbisch ist? Also fängst du schon wieder damit an? Wieso denn? Das ist wichtig. Immerhin bezeichnet Marlene sie als ihre engste Freundin neben Tanja. Ja, weil Rebecca ihr in einer sehr schweren Zeit beigestanden hat. Das bindet ungemein. Na, dann schau dir das mal an. Was meinst du? Was ich meine, ist doch klar. Marlene ist eifersüchtig auf Rebeccas Freundin oder wer immer das auch ist. Also du zimmerst dir da irgendwas zurecht? Schmeckt's euch? Ja, sehr. Wer ist denn das da eigentlich bei Rebecca? Das? Ach, das ist eine alte Freundin. Das ist Model. Ich habe gerade mit ihr gearbeitet. Also wenn du willst, dann kannst du dich auch zu ihr setzen. Nein. Also vielleicht möchtest du dich ja dazu setzen. Ich? Was soll das denn? Ich bin doch jetzt hier bei euch. Wo verdammt nochmal kann der denn stecken? Da ist doch gar nichts. Ich habe hier noch Karten mit einem größeren Maßstab gefunden. Na schön, vielleicht sieht man darauf ja irgendwas. Wonach genau suchen Sie denn? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. In der Gegend bin ich ja aufgewachsen. Sagen Sie, gibt's da irgendwas, was man hier nicht richtig erkennen kann? Ein Krankenhaus oder eine große Arztpraxis vielleicht? Bestimmt nicht. Das ist eine ziemlich einsame Gegend. Außer Schienen und verlassenen Hallen ist da nichts. Das wollen wir doch mal sehen. Ihr seid so ein schönes Paar. Hauptsache, ihr seid auch wirklich glücklich. Sonst würden wir nicht heiraten. Ich meine ja nur, also sowas sollte man sich wirklich gut überlegen. Ich bin mir ganz sicher, dass Marlene sich das sehr gut überlegt hat. Ihr entschuldigt mich bitte. Marlene, ich kann mir gut vorstellen, unter welchem Druck du jetzt stehst. Was meinst du? Naja, deine Scheidung, dann heiraten deine beiden Schwestern, da ist doch klar, dass Du du... glaubst, ich heirate Tristan als eine Art Notlösung? Ich will nur nicht, dass du irgendetwas überstürzt. Immerhin hast du in der letzten Zeit mit Männern nicht gerade deine besten Erfahrungen gemacht. Du hast gehört, was ich zu Christian gesagt habe. Papa, egal was da war, ich bin nicht lesbisch, okay? Wie auch immer, ich könnte das sogar verstehen. Bitte, was auch immer du dir gerade zusammenbastelst, vergiss es ganz schnell wieder. Und komm ja nicht auf die Idee, irgendwelche Gerüchte zu streuen. Das kann ich weder für meine Karriere brauchen, noch für meine Hochzeit, ja? Wir sind gleich da. Ich dachte, du bringst mich zu Sebastian von Lahnstein. Ja, es ist jetzt da vorn. Wo da vorne? Im nächsten Container oder was? Jetzt nimm deinen Arztkoffer und komm.
Du willst mich verarschen, oder? Ich musste improvisieren. Also ich kann ihn unmöglich in einem Krankenwagen operieren auf einem alten Bahnhofsgelände. Bist du völlig wahnsinnig geworden? Hätte ich mir ein Krankenhaus mieten sollen? Es ist die einzige Chance, Timos Leben zu retten. So, bitteschön. Hilft zwar nichts, kann aber auch nichts schaden. Danke. Ach so, und hier noch ein bisschen Nachschub, aber lass ein paar heile. 2 Champagner, bitte. Kommt sofort. Marlene, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich bin gerade erst gekommen. Ich bin mit Rebecca hier. Komm doch zu uns rüber. Das ist wirklich lieb von dir, aber ich habe noch ganz viel zu erledigen. So, 2-mal Champagner, bitteschön. Schade. Dann vielleicht ein andermal. Ist alles für den Eingriff vorbereitet. Schön kreativ. Drecksempfang. Was ist passiert? Sie schaut schon die ganze Zeit zu uns rüber. Was wer? Marlene. Komisch. Ich dachte, sie steht gar nicht auf Frauen. Was meinst du? Naja, anscheinend fährt sie doch auf mich ab. Auf dich. Ja, oder auch auf dich. Aber ich dachte, ihr beiden seid nur befreundet. Sind wir auch. Sicher? Also Marlene ist mit meinem Bruder verlobt. Beantwortet das deine Frage? Ein echter Verlust für die Frauenwelt. Hm? Ich habe sie vorhin gefragt, ob sie sich nicht zu uns setzen möchte. Warum das denn? Weil sie total nett ist. Der Job mit ihr hat echt Spaß gemacht. Da habe ich schon ganz andere Möchtegern-Sternchen erlebt. Du findest also, dass Marlene ein Möchtegern-Sternchen ist? Ja, eben nicht. Sie war richtig gut. Und sie hat Klasse. Ein Jammer. Ja, also so toll ist sie jetzt auch wieder nicht. Doch, ist sie. Hey, jetzt sag bloß nicht, du bist eifersüchtig. Du spinnst doch. Musst du auch nicht. Ich stehe nur auf langbeinige, dunkelhaarige Frauen mit Audrey Hepburn-Augen und kurzen Haaren. Aber ich dachte, das weißt du. Eine Runde Billard? Denk an deinen Sohn. Er braucht diese Leberspende. Meinst du wirklich, ich kann an irgendetwas anderes denken? Aber die ganze Aktion ist doch kompletter Irrsinn. Ein Krankenwagen ist für den Transport ausgestattet, aber doch nicht für eine Lebertransplantation. Es gibt zu wenig Blutkonserven. Von der Hygiene ganz zu schweigen. Das Risiko ist einfach viel zu hoch, dass etwas schief geht. Es wird nicht schief gehen. Du gehst jetzt da rein und operierst. Clarissa, ich bin Arzt, kein Metzger. Willst du Timo sterben lassen? Komm, endlich zur Vernunft.
Du musst auf der Stelle Sebastian von Lahnstein freilassen. Noch ist niemandem etwas passiert. Vielleicht, wenn du dich aufrichtig bei ihm entschuldigst, vielleicht ist er dann immer noch bereit, einen Teil seiner Leber zu spenden. Du gehst jetzt da rein und operierst! Clarissa! Hey, 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 hey. Larissa, ich weiß, dass du Timo liebst und ihn retten willst. Aber das geht nicht. Das ist der falsche Weg. Aus der Leber wird nichts. Halt! Ansgar! Es ist vorbei.